Raus aus der Opferrolle, rein ins Handeln. Herzlich willkommen, Sebastian Wächter. Dann bin ich dran. Ich nehme Anlauf, ich will abspringen, ich bleibe mit dem Fuß in der Wurzel hängen und dann macht's. Ich schlag mit dem Kopf im Bach auf und dann wird's ruhig. Ich spüre dann, wie so ein Kribbeln durch meinen Körper geht. Wird total hell um mich, so ein bisschen Hollywood-Klischee-like, so helles Licht und ist tatsächlich ein sehr, sehr angenehmes Gefühl. Ich fühle mich irgendwie geborgen, so wie in Watte gepackt, möchte es irgendwie genießen, möchte irgendwie loslassen. Das ist der Moment, wo sich bei mir im Leben alles verändert. Mir so ein klitzekleiner Schnitt im Rückenmark, ne? Vielleicht 1 Millimeter oder so. Und ich sehe den nicht mal. Und genau deswegen ist bei mir am Anfang ganz oft ein Gedanke entstanden. Ich liege dann oft in der Querschnittsklinik abends in meinem Bett und lasse von der Pflegerin den Discman anmachen. Weiß nicht, Discman, kennt noch jemand? Wer kennt's noch mal? Hände hoch, Discman. Oh, älteres Publikum heute. Weiß ich Bescheid. Okay. Auch da Veränderung, ne? Auf technischer Seite. Naja, auf jeden Fall, ich lasse diesen Discman anmachen, ich höre Musik und dann weine ich den kompletten Abend. Und zwar meistens jeden Abend. Und immer der Gedanke, Sebastian, vielleicht wachst du morgen früh wieder auf und dieser Schnitt im Rückenmark, der ist verheilt. Und diese ganzen Veränderungen, diese ganzen Einschränkungen, diese Behinderung, braucht's nicht. Und das bezeichne ich inzwischen als Hoffen und Harren. Ich habe gehofft, dass sich die Umstände ändern, damit ich mich nicht ändern muss. Und das passiert aktuell auch in vielen Unternehmen. Auch da wird gehofft und geharrt, dass diese alte Welt, wo alles ein bisschen leichter war, alles ein bisschen einfacher war, alles ein bisschen übersichtlicher war, dass sie wieder zurückkommt. Ach, musste ich lernen, wegzukommen. Und zwar von meinen 95%. Ich musste lernen, wegzukommen von den 95%, die eben seit dem Tag, als ich aber über den Bach gesprungen bin, die seitdem gelähmt sind und mir ständig nur Gedanken zu machen, was deswegen nicht funktioniert. Und es ist halt echt viel. Um mich stattdessen eben auf was anderes zu konzentrieren. Könnt ihr euch denken, ne? Nämlich 5%. Was ist noch da? Was ist mir geblieben? Und was kann ich damit noch alles anfangen? Und auch das ist, zum Glück, ich habe gerade die Bilder gesehen, noch eine ganze Menge. Mit in ein kleines Beispiel oder eine kleine Erfahrung von mir im Jahr 2019 müsste es, glaube ich, gewesen sein. Damals wurde ich von einem Unternehmen beauftragt, weil das große Thema damals Mobilitätswende. Ne? Also gerade hier in Stuttgart kennt man es vielleicht. Weg von Verbrennungsmotoren hin zu E-Mobilität. So, und in dem Zusammenhang treffe ich auf Franz, weil Franz ist dort der Chefingenieur, ne, in dem Unternehmen, wo ich beauftragt werde. Das heißt, er verantwortet den kompletten Prozess. Und irgendwie habe ich das Gefühl, so richtig Bock hat er nicht drauf. Also richtig Lust auf den Prozess hat er nicht unbedingt und ich verstehe nicht so ganz warum. Ne? Bis zu einem Mittagessen sind wir zusammen in der Kantine und dann sagt er so relativ beiläufig zu mir, Sebastian, ich bin Verbrenner. Ich habe die Verbrennungsmotoren studiert, ich mache schon mein ganzes Leben lang und ich kann das richtig gut. So, und jetzt soll ich E-Motoren konstruieren? Das kann ich nicht. Das ist nicht mein Ding. Und das waren Franz' 3 kleine Worte. Ich bin Verbrenner. Und die haben ihn zurückgehalten bei der Veränderung. Das ist auch vielleicht ein ganz schönes Beispiel, ich hoffe, die Zeit reicht. Wurde ich von der Bank beauftragt für eine Filialnetzoptimierung. Ja, das war die Veränderung. Eigentlich auch noch ein schönes Wort für Filialschließungen, aber es hört sich halt besser an. Ja? Das nennt man internes Marketing übrigens. So, also, geht um Filialschließungen, ich mache einen Workshop und irgendwann meldet sich eine Dame und sagt, also, Herr Wächter, ich weiß gar nicht, warum ich überhaupt hier bin. Mich interessiert das Thema gar nicht mehr, weil ich habe hier eh nur noch 13 Jahre. 13, ne? Also war bisher die Rekordhalterin auf jeden Fall. Also das habe ich noch nicht erlebt, aber gut. So wird es natürlich dann schwer mit Veränderung entsprechend.
Akzeptanz bringt den Stein ins Rollen. Fokus gibt mir das Gefühl, dass ich es hinbekomme. Und Verantwortung, erst da wird umgesetzt. Erst da passiert wirklich die Veränderung. Großen Applaus für Sebastian Wächter. Danke Stuttgart, hat Spaß gemacht.